Der Topkapi Palast befindet sich am Herzen von Istanbul. Im Jahr 1453 veränderte sich Konstantinopel grundlegend. Mit der Eroberung durch Mehmed II begann eine neue Ordnung. Die Lage des Palastes war kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Sie war von großer politischer Bedeutung. Der Palast diente als Machtzentrum des Osmanischen Reiches. Seine strategische Position ermöglichte die Kontrolle über wichtige Wasserwege. Sultan Mehmed II. Eroberte Konstantinopel am Jahr 1453. Nach der Eroberung wurde ein neues Machtzentrum errichtet. Dieses Zentrum diente der Verwaltung des Reiches. Es repräsentierte auch die Macht des Reiches. Auf den Ruinen der byzantinischen Akropolis wurde ein Palast errichtet. Dieser Palast diente als Verwaltungssitz. Der Palast spiegelte ein neues imperiales Selbstverständnis wider. Die byzantinische Akropolis bot eine historische Grundlage für den Palast. Der Palast demonstrierte die Macht und den Einfluss des Byzantinischen Reiches. Die Ruinen der Akropolis wurden in den Bau des Palastes integriert. Im Gegensatz zu europäischen Palästen entwickelte sich der Topkapi Palast als ein System von Höfen. Diese Höfe waren ineinander verschachtelt und bildeten eine komplexe Struktur. Die Anordnung der Höfe spiegelte eine gestaffelte Zugänglichkeit zur Macht wider. Der Palast demonstrierte Macht durch seine architektonische Organisation. Jeder Hof am Topkapi-Palast stellte eine neue Schwelle dar. Die Sichtbarkeit nahm mit jedem Schritt nach innen ab. Die Autorität nahm mit jedem Schritt nach innen zu. Die Höfe dienten als physische Manifestation der zunehmenden Macht des Sultans. Das Bab-ı-Hümayun trennte die Stadt vom kaiserlichen Bereich. Es symbolisierte den Übergang vom öffentlichen zum kaiserlichen Raum. Das Portal markierte den Beginn der imperialen Sphäre. Es diente als Grenze zwischen der Stadt und dem Palast. Der erste Hof diente als offener und funktionaler Raum. Er war ein belebter Ort für Handel und Begegnungen. Der Hof repräsentierte den äußeren Bereich des Palastes. Er ermöglichte den Zugang zum Palastinneren. Seine Gestaltung förderte die Interaktion. Der Hof war somit ein wichtiger Umschlagplatz. Bab-ü-Selam markierte den Beginn einer neuen Sphäre. Dieser Übergang führte zum administrativen Zentrum des Reiches. Es symbolisierte den Wechsel von äußeren zu inneren Bereichen. Die Struktur diente als Tor zu wichtigeren Reichsfunktionen. Der zweite Hof, bekannt als Divan Maidanu, diente als das administrative Zentrum des Reiches. Hier wurden wichtige Entscheidungen von großer Tragweite getroffen. Der Divan Maidanu war somit das Herz der Reichsverwaltung. Seine Funktion umfasste die Koordination und Steuerung wesentlicher Staatsangelegenheiten. Der Divan-ı-Hümayun war der kaiserliche Rat des Osmanischen Reiches. Er fungierte als zentrales Organ für die Leitung der Regierungsgeschäfte. Hier wurden wichtige politische Entscheidungen getroffen. Der Divan-ı-Hümayun spielte eine entscheidende Rolle in der osmanischen Verwaltung. Seine Sitzungen waren von großer Bedeutung für die Stabilität des Reiches. Der Turm der Gerechtigkeit war ein herausragendes Bauwerk. Von dort aus konnte der Sultan zuhören, ohne selbst gesehen zu werden. Dies ermöglichte es ihm, unparteiisch zu urteilen. Der Turm symbolisierte die Gerechtigkeit und Macht des Sultans. Das Enderun befand sich jenseits des Babüsade. Es war eine bemerkenswerte Bildungseinrichtung. Das Enderun existierte in der frühneuzeitlichen Welt. Es war bekannt für seine umfassende Ausbildung. Das Enderun diente zur Förderung von Talenten. Es trug zur Entwicklung von Führungskräften bei.
Ausgewählte Jugendliche erhielten am Ender-Universum eine spezielle Ausbildung. Der Unterricht zielte darauf ab, loyale Staatsdiener zu formen. Die Ausbildung war nicht nur Unterricht, sondern gezielte Formung. Loyalität gegenüber dem Staat stand am Mittelpunkt der Entwicklung. Im Enderun wurden Wissenschaft, Kunst, Religion und Disziplin als Einheit betrachtet. Diese Einheit zielte darauf ab, den Schülern eine umfassende Ausbildung zu bieten. Das Ziel war die Entwicklung von vielseitig gebildeten Persönlichkeiten. Diese Prinzipien förderten ein ganzheitliches Verständnis der Welt. Der kaiserliche Harem war keine Stätte der Ausschweifung. Er war eine streng organisierte Institution. Im Harem galten klare Regeln und Hierarchien. Die Frauen, die am Harem hatten unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten. Bildung und Kultur spielten eine wichtige Rolle am Harem. Der Harem diente auch als Ort politischer Intrigen und Machtkämpfe. Unter der Autorität der Walide Sultan entstand ein bedeutendes Machtzentrum. Dieses Zentrum übte in bestimmten historischen Epochen direkten Einfluss aus. Der Einfluss erstreckte sich insbesondere auf die politische Entscheidungsfindung. Die Walide Sultan fungierte als zentrale Figur dieser Machtausübung. Ihre Autorität ermöglichte die Etablierung dieses einflussreichen politischen Akteurs. Die Schatzkammer eines Palastes diente als Aufbewahrungsort. Sie enthielt nicht nur Reichtümer wie Gold und Juwelen, sondern auch Artefakte von unschätzbarem Wert. Diese Artefakte hatten oft eine tiefe symbolische Bedeutung. Sie repräsentierten die Geschichte und Macht des Palastes. Daher war die Schatzkammer mehr als nur ein Lagerraum. Der Löffelmacher Diamant ist ein Symbol für Diplomatie. Er repräsentiert die Geschichte des globalen Handels. Der Diamant steht auch für imperiale Ansprüche. Seine Geschichte umfasst verschiedene Epochen und Kulturen. Der Topkapi, Dolch, war mehr als nur ein Schmuckstück. Er diente als eine Botschaft des Osmanischen Reiches. Der Dolch symbolisierte Macht und Reichtum. Er repräsentierte die Stärke des Reiches. Der Dolch demonstrierte den Wohlstand des Osmanischen Reiches. Er war ein Statussymbol von großer Bedeutung. Im nördlichsten Teil des Palastes befand sich der Rückzugsort des Sultans. Dieser Bereich war durch Pavillons gekennzeichnet. Gärten trugen zur friedlichen Atmosphäre bei. Terrassen boten Gelegenheiten zur Kontemplation am Freien. Zusammen bildeten diese Elemente einen abgeschiedenen und luxuriösen Rückzugsort. Die Gärten des Topkapi-Palastes verkörpern eine einzigartige Verbindung von Macht und Stille. Sie dienten als ein Ort, an dem Herrschaft mit Abgeschiedenheit einherging. Diese Gärten boten einen Raum für Reflexion und Kontemplation. Der Palastgarten ermöglichte es den Herrschern, sich von den täglichen Pflichten zu distanzieren. Die Gestaltung förderte ein Gefühl der Ruhe und inneren Einkehr. So entstand ein Ort, an dem Macht und Besinnlichkeit in Harmonie existierten. Der Topkapi-Palast bietet einen historischen Überblick. Es war ein Ort, an dem der Herrscher beobachtet wurde. Die Geschichte selbst beobachtete den Herrscher von diesem Ort aus. Im 19. Jahrhundert veränderte sich die Rolle des Topkapi-Palastes. Seine politische Bedeutung nahm ab. Der Palast verlor seine Funktion als politisches Zentrum. Trotzdem blieb der Topkapi-Palast wichtig. Er wurde als historisches Denkmal bewahrt. Seine kulturelle Bedeutung blieb erhalten. Der Topkapi-Palast wurde 1924 Zoll ein Museum umgewandelt. Zuvor war er ein Zentrum der Macht und Regierung. Durch die Umwandlung wurde er zu einem öffentlichen Gedächtnisort.
Der Palast wurde der Welt zugänglich gemacht. Der Topkapi-Palast dient heute als Bewahrer von Objekten und Konzepten. Er vermittelt ein Verständnis von Herrschaft. Er vermittelt ein Verständnis von Ordnung. Er vermittelt ein Verständnis von Staatlichkeit. Der Palast repräsentiert somit eine Idee. Diese Idee umfasst Herrschaft, Ordnung und Staatlichkeit.